Die Steka Elektronik GmbH ist als Elektronikdienstleister und Anbieter von Produktlinien der Marke Steka in der Solarelektronik und den Batterieladesystemen breit aufgestellt. Vom Hauptsitz in Memmingen liefert das Unternehmen in über 80 Länder weltweit. Ein weiterer Fertigungsstandort befindet sich in Bulgarien. Die Entwicklung und Produktion von elektronischen Baugruppen und Geräten erfolgt auf über 29.000 Quadratmetern mit mehr als 650 Mitarbeitern. Shopfloor Management dient als Führungsinstrument und ist die Basis für eine nachhaltige Implementierung von Lean Management. In der heutigen Zeit ist es ja wichtig, nicht nur ständig die Kosten weiter zu optimieren, sondern auch die Mitarbeiter mitzunehmen bei der Weiterentwicklung des Unternehmens, die Mitarbeiter einzubinden, die Mitarbeiter zu motivieren, sich an der Weiterentwicklung mit Ideen zu beteiligen. Mit Ideen zur Prozessverbesserung, zur Produktverbesserung. Und das erreichen wir mit dem Shopfloor-Management in idealer Weise. Und die Rückkopplung der Mitarbeiter zeigt uns, dass es uns hier hervorragend gelungen ist. Während eines Lean-Pilotprojekts wurde das erste Shopfloor-Management-Board im Bereich Elektronikproduktion installiert. Auf diesem Teamboard werden von Mitarbeitern zu direkt beeinflussbaren und quantifizierbaren Problemkennzahlen die Ausprägungen zugehöriger Ereignisse als Anzahl bzw. Zeitaufwand aufgenommen. Bei einer Überschreitung des vorher festgelegten Grenzwertes werden sofort Maßnahmen definiert, um den jeweiligen Problemen proaktiv entgegenzuwirken, indem ihre Ursachen beseitigt werden. Okay, ich sehe, wir haben hier noch eine Maßnahme offen. Robin, du warst da der Verantwortliche. Gibt es da schon eine Rückmeldung? Ja, der Techniker ist schon verständigt. Der Termin ist am 19.11. 19.11. Wunderbar. Shopfloor Management fokussiert auf Lean, Perfektion und vor allen Dingen Mitarbeitereinbindung vor Ort. Jeden Tag ein kleines Stück besser werden am Ort des Geschehens. Nachhaltige Lösungen sind das Ziel, Probleme sollen nicht wieder auftreten. Probleme, deren Ursache und Abhilfemaßnahmen nicht offensichtlich bzw. bekannt sind, werden mit Methoden der strukturierten Problemlösung außerhalb des Shopfloor-Meetings bearbeitet. Nun, ich denke, bei so einer ja auch kulturellen Veränderung im Unternehmen war es wichtig, zunächst einmal in einer Pilotphase in einem Bereich mit einem solchen Shopfloor-Meeting zu beginnen. Der Erfolg hat uns letztendlich gezeigt, wir müssen alle Mitarbeiter nach Möglichkeit in diese Systematik einbinden. Und wichtig war es für uns, dass wir diese Systematik auch auf unseren Standort in Bulgarien ausgedehnt haben, wo auch die Mitarbeiter trotz ganz anderer Methodik und Kultur sehr positiv auf diese Systematik anspringen und begeistert dabei sind. Die Shopfloor-Management-Systematik wird auch von administrativen Bereichen erfolgreich eingesetzt. Hierbei liegt, zusätzlich zu den Kennzahlen und Schnittstellen, der Fokus auf dem Fortschritt und Status von Projekten. Die Projektmeilensteine werden auf Basis von Terminen und gegebenenfalls Kosten bewertet bzw. dargestellt. Über einen Soll-Ist-Abgleich, eine Risikobewertung und eine Ampellogik wird dringender Handlungsbedarf sichtbar gemacht. Bei laufenden Projekten ist das frühzeitige Entgegenwirken bei Abweichungen und Risiken Erfolgsfaktor Nummer 1. Gegenüber der Einführung laufen die Meetings heute wesentlich zügiger und umsetzungsorientierter. Innerhalb kürzester Zeit werden die Kennzahlen abgefragt und aktuelle Themen bearbeitet. Außerdem ist es möglich, täglich mit den Mitarbeitern unkompliziert und strukturiert zu kommunizieren. Dadurch ist eine schnelle Informationsweitergabe möglich. Für mich als Produktionsleiter ist es möglich, in sehr kurzer Zeit mir einen Überblick über alle Produktionsbereiche zu verschaffen. Seitdem wir das Shopfloor-Management haben, schaffen wir es, die Probleme nachhaltig zu lösen. Das Shopfloor-Management ist sehr gut, da man gleich Probleme ansprechen kann, man kann gleich miteinander kommunizieren und sich auch austauschen. Ich als neue Mitarbeiterin habe den Vorteil, dass ich neue Ideen in die Firma mit einbringen kann. Ich kann die jederzeit an das Board hinten hinschreiben und die werden dann auch angeschaut und ja, daran kann ich am Entwicklungsprozess mit teilnehmen. Shopfloor Management der Firma U-Quadrat.